Wir kommen nun zum dritten Kapitel. Im ersten Kapitel ging es um den Begriff der Theorie der Grundrechte. Im zweiten Kapitel um den Begriff der Grundrechtsnorm. Nun im dritten Kapitel geht es um die Struktur der Grundrechte. Das dritte Kapitel ist das wichtigste Kapitel des ganzen Buches. Hier entwickle ich die Prinzipientheorie. Die Basis der Prinzipientheorie ist die Unterscheidung von Regeln und Prinzipien. Regeln, etwa die Regel, rechts zu fahren auf einer Straße, Regeln sind definitive Gebote. Sie verlangen, dass genau das getan wird, was in der Regel steht, nicht mehr und nicht weniger. Wird dies getan, ist die Regel erfüllt. Wird dies nicht getan, ist die Regel nicht erfüllt. Die Form der Anwendung der Regel ist die Subsumption. Im Gegensatz dazu sind Prinzipien Optimierungsgebote. Optimierungsgebote sind Gebote, die verlangen, dass etwas relativ auf die tatsächlichen und die rechtlichen Möglichkeiten in möglichst hohem Maße realisiert wird. Die Form der Anwendung von Prinzipien ist die Abwägung. Denn die rechtlichen Möglichkeiten der Realisierung des einen Prinzips hängen von den anderen Prinzipien ab. Und in Fällen der Kollision muss abgewogen werden. Bislang ging es um die normtheoretische Unterscheidung von Regeln und Prinzipien. Für das Verfassungsrecht von größter Bedeutung ist der Zusammenhang zwischen dem Prinzipiencharakter, dem Charakter also als Optimierungsgebot, und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hat in den letzten Jahrzehnten eine Wanderung um die ganze Welt vollzogen. Fast alle Verfassungsgerichtsbarkeiten wenden heutzutage den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz an. Eine gewisse Ausnahme bildet nur noch der Supreme Court der Vereinigten Staaten. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz besteht aus 3 Teilgrundsätzen. Alle 3 Teilgrundsätze bringen den Gedanken der Optimierung zum Ausdruck. Deshalb gilt folgende Erkenntnis. Wenn Normen einen Prinzipiencharakter haben, also Optimierungsgebote sind, dann gilt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz mit seinen 3 Teilgrundsätzen. Und wenn der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz mit seinen 3 Teilgrundsätzen gilt, dann haben die Grundrechte Prinzipiencharakter, sind also Optimierungsgebote. Betrachten wir die 3 Teilgrundsätze näher. Der erste Teilgrundsatz ist der Grundsatz der Geeignetheit. Der Grundsatz der Geeignetheit fordert, dass das Mittel, das der Gesetzgeber einsetzt, geeignet sein muss, den mit ihm verfolgten Zweck zu dienen, zu fördern. Denn wenn das Mittel den Zweck nicht dient, dann kann das Mittel fallen gelassen werden. Und wenn das Mittel in ein anderes Grundrecht eingreift oder in ein anderes Prinzip, dann können beide Prinzipien optimiert werden, indem das Mittel unterlassen wird. Deshalb sind ungeeignete Mittel verfassungsrechtlich verboten. Auch der Grundsatz der Erforderlichkeit, der zweite Teilgrundsatz, ergibt sich aus dem Gebot der Optimierung, und zwar auch er aus dem Gebot relativ auf die faktischen Möglichkeiten zu optimieren. Ich gebe
ein Beispiel aus der Rechtsprechung des deutschen Verfassungsgerichts. Um die Verbraucher zu schützen, vor Fehlkäufen zu schützen, hatte das deutsche Wirtschaftsministerium ein Verbot des Verkaufs von Süßigkeiten aus Puffreis verabschiedet. Es ging vor allem um Weihnachtsmänner und Osterhasen aus Puffreis. Ein Produzent von Puffreis, Weihnachtsmännern und Osterhasen klagte hiergegen. Das Bundesverfassungsgericht erklärte das Verbot des Verkaufs von Puffreisartikeln, hier Osterhasen und Weihnachtsmänner, für verfassungswidrig, weil dies Verbot unverhältnismäßig in die Berufsfreiheit eingriff. Denn, so das Gericht, ein weniger intensiv eingreifendes Mittel könnte eingesetzt werden. Weniger intensiv eingreifend als ein vollständiges Verbot ist eine Kennzeichnungspflicht, ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Produkte nicht aus Schokolade, sondern aus Puffreis sind. Damit war das Verbot, das vollständige Verbot, nicht erforderlich. Ein weniger intensiv eingreifendes Mittel konnte gewählt werden. Damit war der zweite Teilgrundsatz des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes verletzt und damit war die Maßnahme des Ministeriums, das Verbot dieser Produkte, verfassungswidrig, weil unverhältnismäßig. Bei den Grundsätzen der Geeignetheit und der Erforderlichkeit geht es um Optimierung relativ auf die tatsächlichen Möglichkeiten. Es geht also um Pareto-Optimalität. Pareto-Optimalität ist gewahrt, wenn es nicht mehr möglich ist, ein kollidierendes Prinzip zu schützen, ohne ein anderes zu verletzen. Wenn eine solche Kollision vorliegt, eine Prinzipienkollision, kann nicht mehr vermieden werden, dass ein Prinzip eine Einbuße hinnehmen muss. Das ist der Gegenstand des dritten Teilgrundsatzes, des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne fordert eine Abwägung. Eine Abwägung. Diese habe ich in der Theorie der Grundrechte im dritten Kapitel mithilfe des Abwägungsgesetzes beschrieben. Das Abwägungsgesetz sagt, je intensiver ein Eingriff in ein Grundrecht ist, desto schwerer müssen die ihn rechtfertigenden Gründe wiegen. Dies Abwägungsgesetz wird in nahezu allen Verfassungsgerichtsbarkeiten dieser Welt angewandt. Allerdings ist die Situation zumeist höchst unklar. Was genau muss in einer Abwägung eingestellt werden? Welche Faktoren zu nennen? Völlig klar. Ich habe in den Jahren der Theorie der Grundrechte nach dem Schreiben dieses Buches das Abwägungsgesetz weiter präzisiert. Diese Präzisierung findet sich erstmals in der englischen Übersetzung der Theorie der Grundrechte in einem Anhang. Diese englische Übersetzung ist 2002 der Oxford University Press erschienen. Auf der Übersetzung ist dieser Anhang zu finden. Ich verknüpfe jetzt den Anhang, das Postscript, verknüpfe ich mit Kapitel 3 und gehe auf die Präzisierung
des Abwägungsgesetzes mit Hilfe der Gewichtsformel ein. Doch das soll nicht sofort getan werden, sondern in der zweiten Abteilung der Darlegung meines dritten Kapitels. Ende